Was ist, wenn ich dir sage, dass du von einem Joint auf dem Notfall landen kannst oder sogar sterben kannst? Du denkst, ich übertreibe? Wir reden heute über das Thema synthetisches THC. Wir fragen die Leute, schauen, ob sie überhaupt Bescheid wissen. Und später haben wir noch ein Interview mit saferparty.ch, wo ihr mehr Informationen zu diesem Thema liefert. Mega wichtiges Thema, darum gut, wenn ihr aufpasst und die Informationen auch weiterleitet. Was ist, wenn ich euch sagen würde, du könntest ab einem Joint auf dem Notfall landen oder sogar sterben? Würdest du sagen, ich übertreibe oder würdest du mir glauben? Übertrieben. Nein. Würdest du mir nicht glauben? Nein. Nein, übertreibst du wahrscheinlich. Ich würde es glauben, ja. Nein, ich glaube daran, aber man kommt drauf an, aufs Gras. Okay, ich rede aber nicht von normalem Marihuana. Habt ihr schon mal etwas gehört von synthetischem THC? Nein. Noch nie etwas gehört? Nein, nicht wirklich, nein. Nein. Ja, voll, habe ich schon gehört. Ja. Spice oder so, sagen wir dem, oder? Spice, das ist ein Szenebegriff. Ja, voll, die spritzen das ja mittlerweile drauf. Ich weiß es von einem Kollegen. Selber schon mal Erfahrungen damit gemacht? Nein, zum Glück nicht. Nicht so, nein. Ich habe keine Leute, die es bekommen haben, und dann haben gesagt, rührt den Scheiß fort. Zum Glück habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Aber ich weiß einfach von Kollegen und Leuten, die von der Szene sind, dass sie eben öfters ohnmächtig geworden sind, oder? Und ich höre immer wieder, dass Leute zusammenkommen. Ja, leider schon. Leider schon, das ist schon spannend. Was ist passiert? Ja, ich bin fast das Loch gefallen, ich sage dir ehrlich. Okay, was heisst das genau? Erzähl mal, das ist spannend. Ja, ich habe das geraucht, 3 Züge vom Joint. Und nachher, ich bin voll weg, als wäre ich, keine Ahnung, 3 Joints geraucht hätte oder 5. Das ist mir gar nicht gut gegangen, mir ist auch mega schlecht geworden. Es war nach 15 Minuten vorbei, aber es war richtig schlimm, ich sage dir ehrlich. Und ein Kollege von mir hat auch geraucht und er so, bring mich in die Kirche und so. So, wie ihr gesehen habt, herrscht noch eine mega grosse Unwissenheit in der Gesellschaft. Viele wissen nicht mal, was synthetisches THC ist. Wir haben einen Experten geholt, den Matthias von saferparty.ch. Und er beantwortet uns unsere Fragen, was synthetisches THC ist, Safer-Regeln etc. Also Matthias, was sind synthetische Cannabinoide oder synthetisches THC? Synthetische Cannabinoide sind, wie es der Name schon sagt, synthetisch, künstlich hergestellt in einem Labor. Die versuchen eigentlich das THC nachzumachen, zu imitieren. Das heisst auch in der Fachwelt eigentlich Cannabis-Mimetika. Und versuchen die Wirkung nachzumachen, die das THC, der aktive Wirkstoff der Cannabisprodukte, verursacht, den zu imitieren. Sind aber im Unterschied zum natürlichen THC doch viel stärker, viel potenter und auch viel riskanter. Man kann sagen, die haben so einen vollagonistischen Effekt. Die docken an jeder Stelle im Hirn an, wo sie andocken können, die synthetischen Cannabinoide, und wirken durch das viel heftiger. Und das THC dockt nur bei gewissen an und bei gewissen nicht. Das ist so der Unterschied, vereinfacht gesagt. Und THC führt auch nicht zu extrem starken Vergiftungserscheinungen, Überdosierungen. Schon auch, aber nicht so extrem, wie das bei synthetischen Cannabinoiden der Fall ist. Wie ist es zu diesem Trend gekommen mit synthetischen Cannabinoiden? Genau, der Trend mit synthetischen Cannabinoiden, die verkauft werden als THC, normales, natürliches Gras, haben wir etwa seit 2 Jahren. Das wird auf CBD-Blüten, die legal produziert und verkauft können werden, wird das draufgesprüht. Und um es teurer verkaufen, das hat mit dem CBD-Markt zu tun. Das hat ziemlich genau vor 2 Jahren angefangen. Das ist ein Preiszerfall, Überproduktion. Die haben zu viel CBD produziert und haben es nicht mehr verkaufen. Und dann haben sie das angefangen machen mit diesen synthetischen Cannabinoiden. Und das Problem ist schon, dass die Leute natürlich nicht wissen, dass das sieht aus wie normales Gras, hat aber eigentlich ist CBD mit synthetischen Cannabinoiden hat nichts mit THC zu tun. Jetzt ganz spannend. Was sind Wirkungen und was sind Nebenwirkungen, die man hat mit synthetischem Cannabinoid? Die wirken sehr, sehr potent. Sie haben zwar einen ähnlichen Effekt, wie das THC auch macht. Sie sind ja dem nachempfunden. Sie sind dutzendfach stärker. Sie sind riskanter. Im Unterschied zu THC ist es auch schon zu Todesfällen gekommen. Jetzt in der Schweiz gibt es kaum oder keine bestätigten Todesfälle, aber im näheren Ausland gibt es Dutzende von bestätigten Todesfällen durch synthetische Cannabinoide. Und das sind auch genau die synthetischen Cannabinoide, die wir im DIZ zum Beispiel bei Saferparty analysieren, die sehr verbreitet waren die letzten 2 Jahre. Was kann man sagen? Sie wirken, wie gesagt, ähnlich, aber viel heftiger. Das heisst, man hat auch vergleichbare Nebeneffekte. Wenn man sie konsumiert, hat man führt zu Übelkeit, Herz-Kreislauf-Problemen, Kopfweh, aber auch zu Panik und Paranoia. Angstgefühl ist sicher etwas, was wir sehr oft gehört haben.
Es ist spannend, dass auch regelmäßig Konsumierende sehr starke Überdosierungen wahrgenommen haben nach dem Konsum. Zusätzlich ist das Problem, dass man sie kaum dosieren kann. Es ist extrem schwierig zu dosieren, selbst wenn man weiss oder mit Absicht eigentlich synthetisches Cannabinoid konsumieren will. Ist es sehr, sehr schwierig zu dosieren und man hört von ganz vielen Überdosierungen. In unserem Fall in der Schweiz, jetzt, wo wir CBD mit synthetischen Cannabinoiden haben, ist es noch viel extremer. Also wir rauchen normales THC und konsumiert synthetische Cannabinoid. Und das kann zu sehr starken Überdosierungen, Hospitalisationen. Also wir haben viele Leute bei uns gehabt, die wirklich von heftigen Überdosierungen erzählt haben. Meistens ist es wirklich so, sie kommen nach 4-5 Zügen, fährt die Wirkung ein und nach 15 bis 30 Minuten ist die Wirkung schon wieder vorbei. Also das ist sehr typisch und bei synthetischem Cannabinoid im Unterschied zu THC, wo eher langsam kommt, so nach 10 Minuten und dafür 2 Stunden wirkt oder auch 3 Stunden, sind sie viel heftiger, kürzer, heftiger und eben, wie gesagt, viel riskanter. Und jetzt die wichtigste Frage von allen: Wie kann man aufpassen? Was sind Safer-Tipps? Wie kann man entgegenwirken? Genau, wir haben dann, wo das auftaucht ist, auch müssen umdenken, weil Cannabis ist eine Substanz, die ist extrem verbreitet. Es gibt 100'000 Kiffer schon nur in der Schweiz, die regelmäßig konsumieren. Jetzt haben wir die Situation, man kauft Gras, man hat THC und man hat ein synthetisches Cannabinoid. Und dementsprechend dieser Situation haben wir auch unsere Safer-Use, unsere sogenannten Safer-Use-Botschaften, Informationen angepasst. Und was man eigentlich als Wichtigstes sagen kann, ist, wenn man ein neues Produkt kauft, das man noch nicht selber konsumiert hat, dass man es antestet. Wie wir das bei anderen Drogen schon immer gesagt haben, ist das jetzt auch bei Cannabis eine Realität, eigentlich aufgrund von diesen synthetischen Cannabis. Das heisst, ich nehme nicht eine Blüte, mache einen Joint mit einem 0,3 und rauche den, sondern ich nehme einen Joint und mal 3 Züge nehmen und lege den Joint 15 Minuten her. Beim ersten Joint. Am besten machst du es auch noch beim zweiten Joint, ganz vorsichtig. Und warten. Weil, wie ich gesagt habe, die Wirkung sehr schnell und sehr heftig ausfällt, kann man so eigentlich das Schlimmste verhindern. Wenn ich natürlich dann schon ein paar geraucht habe von diesem Produkt, dann muss ich das nicht jedes Mal machen, weil ich weiss ja, dass es gut ist. Das heisst, beim ersten Mal, wenn ich ein neues Produkt habe, eigentlich sehr vorsichtig daran herantasten. Etwas anderes ist, dass man es grindet, dass man möglichst eine Durchmischung macht von diesem Produkt, weil es eben ungleichmäßig verteilt kann sein, die synthetischen Cannabinoide auf den Blüten. Und da hören wir sehr oft Geschichten, dass es unterschiedlich gewirkt hat. Und das hat mit dem zu tun, dass es darauf gesprüht wird und eben vielleicht nicht überall gleich viel drauf ist. Und das Beispiel ist das Unterste, das im Minigrip noch liegen bleibt, so das Gebrösmel, dass das eigentlich am meisten synthetische Cannabinoide hat, weil das Äußerliche ist, das abgeht und am Schluss dann die heftigsten Überdosierungen passiert sind. Das sind so Geschichten, die wir mehrmals gehört haben. Genau. Im besten Fall kauft man auch lieber ein bisschen mehr von einem Produkt, wenn das möglich ist, und testet es natürlich im besten Fall bei einem Drug-Checking. Das ist sowieso, habe ich vergessen zu sagen, das Wichtigste. Und wenn man es eben nicht testen kann in einem Drug-Checking, dann, so wie ich es vorher gesagt habe, antesten und vorsichtig daran herantasten. Danke vielmals, dass du da bist. Danke für deine Zeit und für die ausführlichen Antworten. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es war informativ und aufschlussreich. Weitere Informationen und ein weiterer wichtiger Punkt ist, ihr könnt eures Gras testen lassen. In Luzern findet ihr Informationen unter gassenarbeit.ch/tilu oder in Zürich unter saferparty.ch. Weitere Informationen zu synthetischem THC findet ihr unter lu.fil-ok.ch. Alle Links habe ich in den Quellenangaben verlinkt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt auch etwas zu gewinnen, einen Wettbewerb. Wie ihr daran teilnehmt, was es zu gewinnen gibt, findet ihr in der Caption. Danke vielmals!